Mein Name ist George Happig, ich bin 60 Jahre alt, bin seit 25 Jahren Tonmeister, habe mich spezialisiert auf das sogenannte Geräuschemachen, was an sich ein falscher Begriff ist, denn eigentlich bin ich, wie es so schön international heißt, Foley Artist. Und jetzt sind wir hier im Studio 1, das ist das große Aufnahmestudio und ich werde jetzt ein bisschen mal die Bearbeitung zeigen, was man alles machen kann. Und ich glaube, das kann eine ganz interessante Sache sein, weil der Beruf des Geräuschemachers bedeutet, dass man im Grunde genommen so etwas wie eine akustische Brille aufsetzt, in dem die Dinge, die man dann hört, wesentlich verdeutlicht werden. So, ich habe das Projekt dann von Chris bekommen. Das heißt, ich habe 2 Spuren bekommen. Einmal das Ganze nur mit Sprache und Musik. Das haben wir hier unten. Und dann einmal, wie der Chris sich vorgestellt hat, wie er das Ganze oder wo er ganz gerne irgendwo was haben möchte oder sich das vorstellt. Und dann habe ich mir das Ganze durchgehört. Also wir sind hier an einer bestimmten Stelle. Da ist ein Song, dieser hier. Und im Nachhinein erklärt der Chris dann, beziehungsweise hier geht die Story weiter. Menschen, die so toll sangen, waren ganz schwarz. Noch nie zuvor hatte die kleine Mundharmonika Menschen mit schwarzer Hautfarbe gesehen. Aber all diese Schwarzen waren in Ketten gelegt. Und so, jetzt könnte man, also hier ist das Stichwort Ketten. Das heißt also, zuerst markiere ich mal mir die ganze Geschichte, schreibe Ketten hin. So, habe also jetzt an der Stelle diesen Marker. Und das mache ich durch das ganze Projekt hindurch. Und jetzt ist natürlich die Geschichte, warum Ketten? Also hier hinten, diese Menschen waren in Ketten gelegt. Das kann man also auf der einen Seite Folgendes machen. Man kann ein bisschen Kettengerassel machen, aber später haben wir noch die Geschichte, dass erzählt wird, dass die Schwarzen beim Eisenbahnbau waren. Das heißt also, hier werde ich Folgendes machen. Ich werde also auf diesen Gospel im Rhythmus die Ketten schlagen lassen. Das heißt, es ist dann schon ein Vorhinein auf das, was der Chris sagt. Und dann später, wenn er über die Eisenbahn redet und der Gesang ist im Hintergrund, werde ich dann noch mit Schaufel und Hämmern entsprechend im Takt schlagen. Was eigentlich dem entspricht, was eine Chain Gang in Amerika ist. Sprich also angekettete Leute, die einfach nur im Takt arbeiten können. Ansonsten würden sie sich halt nur behindern. Oppressed so high, we cannot stand. Let my people go. Go down, Moses. So, das heißt, wir machen jetzt nach den Ketten, machen wir die Schaufelsequenz. Heißt, ich mache den sogenannten Sandtrichter auf, hole mir die Schippe und dann werden wir entsprechend zum Takt der Musik schaufeln. so nahm er sie in die Hand, betrachtete sie neugierig und versteckte sie schnell in seiner Hosentasche. Der Gesang der Schwarzen hatte die kleine Mundharmonika so tief berührt, dass etwas in ihr zu schwingen begann. Und sie begriff, Musik kann einen ganz tief in der Seele berühren. Taschen der Weißen mussten sie harte Arbeit verrichten. Baumwolle pflücken, Felder bestellen. Viele schufteten auch im Eisenbahnbau. Denn weil immer mehr Menschen mit Schiffen in die neue Welt kamen, verlegte man Eisenbahnschienen, damit die Weißen leichter und schneller das ganze Land bereisen konnten. Auch diese besonders harte Arbeit mussten die Sklaven verrichten. Wie viel Vorarbeit dazu gehört, auch zu hören, das glauben die allerwenigsten. Ich habe gebraucht, um Schritte zu machen, fast 7 Jahre. Und dann werden wir es wissen, ob du wirklich ein Instrument bist oder nicht. Komm, hoch zu mir auf meine Bühne. Das war natürlich ein Trick. Es spielte einfach alle Tasten, vom tiefsten Ton bis zur allerhöchsten Note. Jetzt ist natürlich die Frage, warum mache ich das? Sage ich eigentlich so. In dem Sinne habe ich eigentlich kein Interesse mehr an Hörspielen. Aber die Tatsache, dass die Sache für Kinder ist für mich eigentlich mehr Motivation,
als genug, denn es wird heute eigentlich für Kinder kaum noch was produziert, außer halt aus den Staaten oder in Japan, was aber eigentlich nichts mehr damit zu tun hat, was man, sag ich mal, eine wirklich Herzensnummer ist. Das ist eigentlich alles nur eine Massenproduktion und die kleine Mundharmonika ist eine Einzelgeschichte und das macht natürlich dann schon Spaß für Kinder, sowas zu produzieren.